Servus Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Guide-Info-Video. Denn heute wollte ich euch etwas zeigen, was mir der liebe Rengar, aka Miley aus unserer Gilde, ähm, gezeigt hatte. Und zwar geht es darum, dass wir wahrscheinlich im Thumbnail schon gesehen, man kann für 300 Kristalle circa, Pi mal Daumen, kann man in der Woche mindestens 10 Elerium einfach abstauben, ohne dass man im Laden jedes Mal 750 zahlen muss. Ich glaube 750, ja. Könnt ihr einfach ganz normal, kann es auch euch ausrechnen, in der Arena quasi für 300 Punkte, für 300 Kristalle könnt ihr euch die 10 Eleriums in der Woche kaufen. Und zwar folgendermaßen. Insgesamt 10 Stück wären 750 Marken. Okay, das wären 750 Arena-Marken, die man braucht, um 10 Eleriums zu kaufen in der Woche. So. Wie viel bekommen wir denn pro Win? In Silber, also wenn man selber in Silber drin ist, bekommt man 10 Punkte pro Win. Sobald man in Gold drin ist, und das kriegt eigentlich jeder hin, mindestens in Gold 1 zu sein, kriegt man, glaube ich, 12 Punkte. Und ich glaube in Rubin dann 14 Punkte, aber ich glaube, die Rubin-Leute haben genug Punkte. Die interessiert das sehr weniger. Aber sobald ihr in Gold-Ranking drin seid, Gold 1 bis 3, kriegt ihr immer 12 Punkte. So, wir gehen jetzt von 12 Punkten aus. Wenn wir das teilen durch 12 Punkte, wie viele Matches bräuchten wir rein theoretisch, um die 750 zu haben? Wir bräuchten 62,5 Fights. Also gehen wir von 63 aus, weil wir müssen aufrunden. So, wir brauchen 63 Fights. 63 Fights, das bedeutet, alle 10 Kämpfe müssen wir aufladen. Bedeutet, wir müssen 6,3 Mal aufladen. 6,3 Mal aufladen geht natürlich nicht. Klar, man könnte sagen, okay, dann laden wir nur 6 Mal auf, weil die 3 werden so wahrscheinlich sowieso nach und nach wieder erstellt, also regeneriert, weil wir kriegen ja über Zeit ja auch wieder Münzen dazu. Aber wir gehen jetzt von 70 aus. Also wir machen einfach 70 draus. So, 70 Fights braucht man. Und 70 Fights sind dann 7 Mal auffüllen. 7 Mal auffüllen bedeutet also, wenn wir auffüllen wollen würden, kostet es uns wie viel? 40 Aufladung pro 10. Das heißt, wir haben 7 Aufladungen mal 40. Sind wir bei 280 Kristallen, also noch weniger als 300. Das heißt, wir brauchen ungefähr 280 bis 330 Aufladungen. Wenn man zum Beispiel in Silber ist, muss man halt 330, glaube ich, aufladen oder 320 um den Dreh. Und bei Gold, ab Gold müssen wir noch 280 Kristalle zahlen. Bedeutet, für 280 Kristalle bekommt ihr einfach 10 Elerium die Woche. Nur als kleiner Tipp. Natürlich empfehle ich euch das nicht zu machen. Aber bevor ihr hingeht und in den Shop 57 Kristalle bezahlt, um 10 Eleriums zu kaufen, dann geht bitte lieber hier rein und macht euch die 750 Punkte rein in der Arena und farmt bitte lieber das hier. Das macht mehr dann Sinn, als die anderen Kristalle zu opfern. Nur als kleiner Tipp, so am Rande. Deswegen, was ich euch aber wärmstens empfehlen würde, ist erstmal diese Gebäude Max-Level zu machen, wenn ihr das nicht habt. Deswegen benutzt eure Kristalle nicht für Elerium. Benutzt sie lieber für Gebäuden. Dann geht ihr auf Speed, macht den Vertreter Sando auf 10. Dann geht ihr hin, macht die HP auf 10. Dann geht ihr hin, macht die Attack auf 10. Und dann fangt ihr erst an, die anderen kleinen Sachen zu machen. Die spezifischen. Und wenn ihr alles durch habt, dann könnt ihr dann könnt ihr die ganzen Münzen auch hier reinpacken. Dann interessiert es keinen. Weil dann habt ihr unendlich viele und ihr werdet nie wieder zu wenig haben und ihr könnt jede Woche diese kompletten Teile kaufen, weil ihr man so viel davon habt. Und das gleiche gilt auch für Gilde. Gilde hier, guck mal, Glückspflanze einfach auf 10 machen. Dann den Weitwinkel könnt ihr machen. Ihr könnt Crit Rate machen. Der geht sowieso nur bis 5, deswegen könnt ihr den auch machen. Ihr könnt Crit Damage machen danach. Ihr könnt Resistance machen, ihr könnt Accuracy machen. Macht die Dinger erstmal voll und dann geht ihr auf die spezifischen.
Und sobald ihr das alles fertig habt, könnt ihr dann auch die ganzen Eleriums und Splitter und so weiter holen. Das macht dann gar kein, also macht dann sowieso, weil für was anderes könnt ihr sie nicht mehr ausgeben. Aber Tipp von mir immer bitte, gebt erst die Gebäude aus, bevor ihr irgendwelche Eleriums für Kristalle kauft oder so. Aber falls ihr Kristalle kaufen wollt, weil ich weiß, es gibt den einen oder anderen, den interessiert das hier alles nicht, der sagt, ist mir egal, ich mache keine Arena, ich will einfach nur sammeln, ne, Pokémon-Style, dann macht das lieber. Bevor ihr 750 zahlt ihr hier 280 bis 320, 330 circa, ich glaube so um den Dreh, ne? Ihr könnt sich auch ausrechnen, 7,5 sind ja die, wenn man 10 Punkte bekommt, bedeutet, wir gehen mit 8 mal 8 mal 40 sind 320, ja. Also 280 bis 320 braucht ihr, je nachdem in welchem Rang ihr seid. Gold 280, Silber braucht 320 Kristalle. Also im Schnitt 300, gehe ich mal davon aus. Das auf jeden Fall dazu. So, zusätzlich wollte ich euch natürlich das Team zeigen, was ich gerade momentan für mehr des Verfalls benutze, um so viele Punkte wie möglich zu bekommen. Also vielleicht habt ihr schon im Thumbnail gesehen, wie viel Schaden dieses Team macht. Ich werde es mal durchlaufen lassen und euch einmal zeigen. Ja, es ist kein Free-to-Play-Team, ja, es sind full mit 5 Stars, aber das Problem ist, also was heißt full mit 5 Stars? Das ist auch eine Lüge. Das ist mein einziger 5-Star, den ich benutze, die Wassernurse. Dr. Evil wieder aus der Gilde benutzt, ist nichts Besonderes. Jeder hat einen Dr. Evil in der Gilde. Benutzt die Dr. Evils für diesen Dungeon. Es ist perfekt dafür ausgelegt. Schaut nur, dass euer Dr. Evil, also dass der Dr. Evil, die meisten Crit Damage hat. Also versucht euren Brüchewurm ein bisschen weniger Crit Damage zu bauen als den Rap Dr. Evil, oder ihr habt selber einen Dr. Evil, dann ist es was anderes. Aber guckt, dass auf jeden Fall der Dr. Evil mehr Crit Damage hat als die Leseratte, und ihr seht schon jetzt schon 3 Millionen im Bereich. Es ist sogar besser, den Balken vom Boss nicht voll zu bekommen, so dass er halt noch eine Phase mehr hat, weil ihr macht in der zweiten Phase nochmal genauso viel Schaden, anstatt wenn ihr den Balken jetzt voll macht, dann macht ihr weniger Schaden. Deswegen ist es hier sogar ratsam, weniger Schaden in den Zwischenphasen zu machen. Einfach aus dem Grund, weil jetzt machen wir mehr Schaden. Jetzt kommt wieder Add-Phase, es wird nochmal mehr Damage reingepackt und so weiter und so fort. Das ist einfach, also hier zählen noch die ganzen Adds dazu. Deswegen hier, diese ganzen Adds zählen als Damage mit dazu. Wir sind jetzt schon wieder bei 7 Millionen. Nur am Rande. Ja, aber als ihr Dr. Evil habt und keine Nurse habt, dann guckt, ob jemand in der Gilde die Nurse hat. Es wird immer jemanden geben, der die Nurse hat. Es wird immer entweder jemanden haben, der den Dr. Evil hat oder die Nurse hat. Wenn ihr beides nicht habt, dann tut es mir wirklich leid für euch. Ja, dann wird es schwierig, aber ihr könnt zur Not die Nurse auch austauschen mit dem Lichtspion, Spinion. Macht ihr zwar nicht so viel Schaden wie hier in diesem Fall, aber ihr macht trotzdem genug Schaden. Ihr werdet bestimmt auf jeden Fall noch genug Schaden machen. Wir können es gerne austesten, wenn ihr wollt. Ja, wird auf jeden Fall genug Schaden mit dabei sein. So, jetzt schon über fast 12 Millionen. Also schadentechnisch sind wir echt gut dabei. So, da kommen wieder die Ads. Das ist halt das Gute in diesem Dungeon. Ihr wollt den Dungeon so langsam wie möglich ähm, machen, in Anführungszeichen. Jetzt ist halt blöd gewesen, dass die Leseratte die Ads weggehauen hat, weil die Leseratte hat jetzt weniger Schaden auf die Ads gemacht. Der Dr. Evil hat jetzt deutlich mehr Schaden gemacht, auf jeden Fall. Was wir vielleicht jetzt schon bei 14 Millionen wären. Also in der Regel sind das auf jeden Fall locker 14, 15 Millionen, die wir hier austeilen. In dem Fall machen wir weniger. Aber vielleicht jetzt nochmal. Vielleicht drückt Dr. Evil jetzt nochmal ein bisschen was rein. 14,5. Also, man sieht, es funktioniert trotzdem. Et voilà, 14,8 Millionen. Let's go.
Das mal kurz am Rande. Da merkt ihr, wie viel Schaden dieser Dr. Evil macht. Es ist insane. Es ist insane. So, wir haben jetzt zwar hier nicht den gleichen Dr. Evil, der ist ein bisschen schneller, hat aber weniger Crit Damage, also ich kann es dir mal kurz zeigen. Er hat deutlich weniger Crit Damage, aber in diesem Fall ist es natürlich egal, weil er gibt dir jeden 35%. Wir werden aber trotzdem weniger Crit Damage oder wir werden weniger Schaden machen, weil 10 Millionen werden es auf jeden Fall nicht. Vielleicht werden es 8 Millionen, vielleicht werden es 7 Millionen, ich weiß es nicht, wir werden es schauen. Aber sollte trotzdem dennoch funktionieren mit dem Team. Trick ist einfach echt, nimmt noch eine Leseratte mit dazu. Wir können ja auch hier das Ding aufklappen, habe ich vergessen vorher. Mal gucken. Also der Dr. Evil hatte vorher 10 Millionen gehabt und Leseratte hatte 3 Millionen circa. Pi mal Daumen. Mal schauen. Aber ja, in dem Fall funktioniert das auch vollkommen fein. Solange wir über 10 Millionen kommen, ist eigentlich alles tutti frutti, würde ich sagen. Mhm. Der Unterschied ist, dass, okay, sagen, die Evil ist sehr lange eingefroren, was sie natürlich Damage Loss macht. Wir haben jetzt halt um Länge nicht so viel Schaden wie davor. Die Nurse hat ja auch Schaden gemacht. Nicht viel, aber trotzdem genug Schaden rausgehauen, muss man fairerweise sagen. Aber sind jetzt bei 4 Millionen. Vorher waren wir, glaube ich, bei 7 Millionen. Circa. Also es sind schon deutlich weniger. Aber auch so sollten wir einiges an Schaden austeilen. Also funktioniert auch ohne Wassernurse. Sehr gut sogar eigentlich, muss man fairerweise sagen. Aber mal schauen, wie viel wir am Ende haben. Jetzt bei 5 Millionen, ja. Also ich bin froh, wenn wir über 10 Millionen kommen mit dem Team. Wir werden sehen. Zwar schwierig, aber 6 Millionen schon. Also der Doktive macht natürlich weniger Schaden, ist halt leider nicht der beste, aber hey, funktioniert auch. Siehst halt auch den Unterschied zwischen den beiden jetzt, ne? Klar, ich meine, der ein andere Doktive hatte halt die Nurse als Partner. Das bedeutet, er hat ja 100% mehr Crit Damage gehabt. Heißt eigentlich in dem Fall, einfach, wenn ihr euren Dr. Evil mit den gleichen Stats auf 200% Crit Damage bekommt, ist halt genau ein Spinion. Also wenn ihr einen Dr. Evil selber habt, dann baut ihr natürlich so gut es geht, dann macht das natürlich noch mehr Schaden. Den Dr. Evil, den wir jetzt halt benutzen, ist halt natürlich nicht so stark, deswegen ist halt jetzt natürlich nicht so großer Input. Aber es könnte auf jeden Fall über 10 Millionen werden, wir werden sehen. Mal gespannt. Ja. Also wie gesagt, es ist jetzt halt natürlich kein Free-to-Play-Team, kein All-Star-Team. Jeder stirbt unser erster. Aber ich dachte, ich will auch mal ein bisschen andere Videos zeigen, euch mal zu zeigen, wie ihr auch am meisten Schaden machen könnt, nicht nur um irgendwas Minimum zu schaffen. Also er merkt halt schon, das ist halt jetzt ein bisschen natürlich weniger, aber wir haben die 10 Millionen geknackt. Ich glaube, das sollten wir schaffen. Und wenn ihr den Dr. Evil besser baut als der hier, dann seid ihr definitiv gut dabei. Wir haben es trotzdem geschafft, 10,8. Also ja, ist auf jeden Fall top. Kann man nicht meckern. Waren halt 4 Minuten natürlich, klar. Aber wie gesagt, wenn ihr den Dr. Evil noch stärker baut, dann sollte das definitiv besser laufen. Ist halt jetzt nicht gut gebaut gewesen. Kann man leider nichts dazu sagen.
Aber zu den anderen, also ganz normal, ihr baut den auf Inspirieren. Sollte natürlich sehr langsam sein im Vergleich zu den anderen. Sollte der letzte sein. Oh, wir hatten einen falschen Anführer dabei, merke ich gerade. Wir hatten nicht mal einen Angriffsbuff dabei. Bedeutet, dann würde ich wahrscheinlich, anstatt ihn, würde ich lieber den Piratenkapitän nehmen, um einfach 25% mehr Attack-Bonus dabei zu haben. Was vielleicht auch keine schlechte Idee ist, weil wenn ihr die Nurse nicht habt, nur als Info, ja, ganz normal, ist jetzt sehr schnell, sollte aber jetzt, muss nicht unbedingt sein, würde ich lieber auf Inspirieren spielen, sollte aber trotzdem schnell genug sein. Clockwork hat sich noch nie geändert, ist immer noch der gleiche für Juggernaut gewesen. Und die Laserratte auch 190% Crit Damage. Ist sogar zu viel Crit Rate, weil wir kriegen ja 15% durch den Elementunterschied und nochmal 30% wegen Crit Rate Buff. Und dann reicht eigentlich schon 55%. Wir haben jetzt halt viel zu viel. Attack haben wir jetzt sehr viel, muss man fairerweise sagen. Also Attack ist sehr, sehr stark. Ja, müsst ihr halt gucken. Aber wie gesagt, er hat jetzt nicht den größten Schaden gemacht. Eigentlich der größte Hauptdarsteller war auch wieder der Dr. Evil. Den ersten Dr. Evil, den wir benutzt hatten, war der hier. Der hat 199% Crit Damage und hat 2100 Attack plus gehabt. Also falls ihr einen bauen wollt, dann richtet euch eher nach dem. Ihr braucht auch nicht so viel Crit Rate. Wie gesagt, 30%, 15%, also 45% bekommt ihr sowieso drauf. Wenn ihr ihn natürlich als Farmer benutzen wollt, dann solltet ihr schon gucken, dass ihr auf die 67 kommt, weil man benutzt ja meistens die 33% Crit Rate Buff. Heißt 67% sollten drin sein. Also einfach die zwei Zahlen umtauschen. Ich glaube, die Person hat sich verrechnet. Kleiner Scherz. Ja, genau. Ansonsten der Rest bleibt, ich meine, liebes Binion habe ich jetzt einfach irgendwelche Bauteile gegeben, ein bisschen Genauigkeit, Crit Rate, Crit Damage hat jetzt aber nicht wirklich einen Impact gehabt. Unsere Kriegskrankenschwester wäre so gebaut gewesen oder war gebaut. Da müsste natürlich 70% Crit Rate gehen, weil wir haben keinen Elementvorteil. Heißt 70% und dann 30% noch drauf. Mit viel Attack, mit Crit Damage. Da ist eigentlich nur hauptsächlich die Passive wichtig und natürlich die 42% Angriff. Das ist top. Ja, das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, der eine oder andere hat jetzt vielleicht das Team jetzt auch und denkt sich, cool, das werde ich jetzt auch beim nächsten Mal benutzen. Vor allem wegen Expedition für die Gilde. Ihr macht damit die meisten persönlichen Punkte, weil ich glaube, ihr müsst irgendwas mit 10, 11 Millionen in der Woche schaffen. Damit könnt ihr zumindest diese 10, 11 Millionen für den Expedition, für eure persönlichen Boni, ich meine, es gibt zwar nur Münzen, aber hey, auch für die Wochen, wo es halt mal verbreitet dabei ist, dann habt ihr auch schon mal den Rekord geknackt. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wie gesagt, lasst die Arena-Tokens bitte für Gebäuden. Kauft keine Eleriums, wenn ihr es nicht müsst. Vertraut mir. Wenn ihr es unbedingt machen wollt, dann macht es wirklich über die Arena. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.